Gonna stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely, I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Wadikap Pipi, Wadikap Tukon. Heute werde ich euch so ein bunt gemischtes Video zusammenstellen, weil ja doch auch manche wissen wollten, was ich so in der Zeit gemacht habe oder noch mache, in der Zeit, wo meine Frau da ist und die Schwester von meiner Frau. Die beiden sind jetzt für 2 Tage zu unseren Gegenschwiegereltern, also zu den Eltern von unserer Schwiegertochter gefahren, besuchen die dort und werden sicherlich heute Abend wieder bei uns hier zu Hause im Dorf ankommen. Und heute nutze ich den Tag noch, um ein bisschen hier weiter die Solarlampen aufzurüsten, die meine Schwägerin noch zusätzlich haben wollte. I've seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. Dieses Video wird daher ein bisschen bunt gemischt werden, weil ja doch manche von euch wissen oder geschrieben haben, ja, zeigt es doch auch, was du da an Solarlampen montierst. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich stelle euch ein bisschen was zusammen, was ich so die letzten Tage gemacht habe. Habe auch auf dem Land draußen ein bisschen was noch gemacht, aber hauptsächlich eben hier bei der Schwägerin zu Hause. Und ja, ich zeige euch da ein bisschen, was ich gemacht habe. Heute werde ich nochmal 3 so Solar-UFOs montieren. Da lasse ich die Kamera auch nebenbei laufen. Die restlichen Solarspots, die habe ich schon montiert. Also noch nicht alles, kommen nochmal 3. Sie will nochmal ein bisschen mehr nachrüsten. Und das zeige ich euch jetzt einfach ein bisschen und lasse dann nebenbei nachher die Kamera noch laufen und zeige euch nachher auch das, was ich draußen auf dem Land noch gemacht habe. Und dann wünsche ich euch einfach viel Spaß dabei. Lasst euch ein bisschen berieseln von dem, was ich die letzten Tage hier so gemacht habe. Also bisher habe ich 6 Solarspots hier am Haus angebracht. Die zeige ich euch kurz. Das einmal da oben habe ich eingesetzt. Das Solarpanel dazu halt eben auf dem Dach nach Süden ausgerichtet. Da habe ich den zweiten Solarspot, weil meine Schwägerin die Idee hatte, dass dann hier auch gleichzeitig die kleine Sitzgelegenheit beleuchtet ist am Abend. Ansonsten habe ich da auf dem Außenweg noch einen Solarspot gesetzt. Dort. Sie wollte einfach, dass das ganze Haus ein bisschen rum beleuchtet ist. Dann habe ich hier vorne 2 gesetzt, beziehungsweise einen gesetzt. Der andere, der hing schon, den werde ich ersetzen durch einen neuen Spot, weil der auch nicht mehr gerade so der jüngste ist und die Halterung dort schon ausgebrochen ist. Ja, dann habe ich auf der rechten Seite vom Haus noch 2 Solarspots gesetzt, weil dort ist einfach die längste Seite vom Haus. Und jetzt bleibt in dem Fall jetzt noch hinten übrig. Hinten werde ich auch nochmal 2 Spots setzen.
und halt eben den vorne werde ich noch austauschen. Ja, das ist so, was ich noch die nächsten Tage und heute tun werde. Die Spots, die Solarspots sind schon bestellt. Ich hoffe, dass die morgen oder übermorgen kommen. Dann kann ich die hinten noch montieren und dann bin ich hier soweit mit der Beleuchtung eigentlich durch. Auch im Innenbereich des Hauses ist ein bisschen was gemacht worden. Meine Schwägerin hat die Zimmer noch ein bisschen mehr möbliert und dann wollte sie noch ein paar Barhocker an ihrer Bar. Das seht ihr hier. Die habe ich hier auch schon aufgebaut. Das sind insgesamt 5 Barhocker. Und daneben die hinteren Zimmer sind alle möbliert worden. Aber mehr zu dem Haus, da werde ich ein extra Video drüber machen. Ich hatte euch ja gesagt, da ist eine Idee entstanden, wo ich euch das Haus noch ein bisschen näher zeigen werde. Jetzt zeige ich euch noch schnell das Solar-UFO, was ich montieren werde. Das seht ihr hier. Das ist dieses Solar-UFO. Ich habe jetzt das Modell für meine Schwägerin gewählt, wo, ja, also sie schreiben 50.000 Watt und sind, glaube ich, 840 LEDs. Die Aufnahme in der Mitte, das wird dann quasi auf einem 2,5 Zoll Rohr aufgesetzt, die hier liegen, und werden dann quasi, so wie die Lampen da vorne, dann halt an die Mauer befestigt. Ich persönlich finde die Lampen eine super Sache. Die haben auch einen Bewegungsmelder, den man aktivieren kann, sprich, also die leuchten eigentlich die ganze Nacht, die Lampen, sind aber quasi sind so leicht gedimmt, und in dem Moment, wo es eine Bewegung gibt, gehen die von der Helligkeit her nach oben. Das heißt, sie sind eigentlich auch stromsparend, und sollte es Bewegung geben, sollte sich irgendjemand auf dem Grundstück herumtreiben oder sowas, dann wird das im Prinzip alles erhellt ringsrum. Und ich setze das immer gern auf so ein PVC-Rohr. Ich habe auch schon gesehen, dass sie das hier auf quasi Metallrohre 2,5 Zoll setzen und dann halt in den Boden einbetonieren. Ja, kann man machen. Sieht sicherlich auch schöner aus, aber für mich ist das einfach ein Kosten-Nutzen-Aspekt, den ich da, weil so ein Metallrohr, das kostet mich, sage ich mal, mit Sicherheit das 3-4-fache von dem, was so ein PVC-Rohr kostet. Und das muss man sich dann halt überlegen, wenn ich mir, sage ich mal, 5 oder 10 so Solarspots, so Solar-UFOs setze, dann kostet das halt gleich mal eine Menge Geld. Und ich finde, die PVC-Rohre, die tun den gleichen Job, und von daher, und sie hat ja hier auch schon PVC-Rohre mit Solar-UFOs stehen, und von daher habe ich jetzt auch wieder PVC gewählt. Ich werde jetzt eben heute 3 Solar-UFOs montieren, also neu setzen, und dann habe ich nochmal ein Solar-UFO bestellt, wo hinten bei ihr auf dem Grundstück das Solar-UFO defekt ist. Ich habe jetzt mittlerweile gelesen, bei den neuen, da soll man auch theoretisch die Batterie wechseln können. Da lasse ich mich dann mal überraschen, wenn es soweit ist. Ob das wirklich so möglich ist, das werden wir dann sehen. Always feeling homesick. Oh. All I know is this is where my heart is. Oh. I have seen many places where the beauty never ends. Different cities.
Ja, die Solar-UFOs habe ich jetzt alle 3 montiert. Ich gönne mir jetzt einen Kaffee, weil wir haben jetzt mittlerweile 2 Uhr, 14 Uhr und ich gönne mir jetzt eben kurz den Kaffee. Ich hatte eigentlich schon alles eingepackt, weil ich eigentlich wieder abrücken wollte und Schluss machen wollte hier für heute. Habe dann einen Anruf bekommen, dass die 3 Solarspots, die wir, ich glaube, vorgestern bestellt hatten, dass die schon gekommen sind. Ja, jetzt bin ich schnell nach Hause, habe die neuen Solarspots geholt und 14 Uhr. Ich denke, die 3 Spots, die schaffe ich jetzt auch noch zu montieren. Dann bin ich hier jetzt Gott sei Dank dann mit Solar erstmal durch. Es kommt zwar noch das eine Solar-UFO noch, wo hinten kaputt ist. Das werde ich dann noch austauschen, aber das ist dann bloß noch, denke ich, 5 Minuten, 10 Minuten. Und dann nehme ich euch in dem Fall jetzt auch noch mit bei der Montage von den Solarspots, die 3, wo ich jetzt bekommen habe. Und ich trinke jetzt halt zuerst meinen Kaffee fertig und dann geht's weiter. Und nachher zeige ich euch dann, was sich auf dem Land draußen noch getan hat. Ja, dann trinke ich jetzt meinen Kaffee und nachher geht's weiter. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I... Ja, der Kaffee ist getrunken. Dann lege ich jetzt mal los, mache weiter. Hier seht ihr die neue Lieferung, wo heute gekommen ist. Gerade eben vorher den Anruf bekommen. Dann habe ich jetzt eben mein Werkzeug wieder ausgepackt. Dann geht es jetzt weiter. Muss sagen, heute ist wieder mal eine extreme Hitze. Wir hatten zwar Gott sei Dank die letzte Nacht Regen. Also es hat um 3 Uhr nachts hat es angefangen richtig heftig zu regnen. Sind wir alle ein bisschen froh drüber, weil die meisten hier haben auch Maniok frisch gepflanzt. Und aber eine wirkliche Abkühlung für den Körper oder für die Menschen ist es nicht gewesen. Also heute ist eine brutale Hitze schon wieder. Kann gerade mal schauen, aber dieses Jahr soll es ja sowieso ganz schlimm werden. Ich schau mal schnell. Jetzt haben wir eben 14 Uhr, haben jetzt 35 Grad, aber gefühlt ist es ganz sicher über 40. Und das Arbeiten nicht gerade ein Spaß. Also ja, mir macht es trotzdem Spaß, aber man muss dann halt häufig Pausen machen. Und ich lege jetzt dann auf jeden Fall wieder los. Zeige euch noch, wie ich die letzten 3 Solarspots montiere. Zeige euch noch kurz die UFOs oder den einen. Die anderen UFOs zeige ich euch nachher schnell. Da seht ihr das neue Solar-UFO, wo ich montiert habe. Ich denke, dass das dann hier mit dem Tisch, mit der kleinen Sitzgruppe, mit dem Solar-UFO und mit dem Solarspot hier dann gut beleuchtet sein wird. Also dann kann sie hier schöne Abende verbringen und kann schön gekühlte Biers trinken. Dann würde ich sagen, lege ich los, mach weiter, nehme euch wieder mit. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No
No matter where I go, I'm coming home to you. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. So, also ich bin durch. Ich habe jetzt alle Spotlights montiert, alle UFOs montiert. Werde jetzt noch ein bisschen aufräumen. Ich zeige euch das noch schnell. Das sind jetzt eben die 2 neuen Spotlights. Oder der war ja schon dran. Den hier habe ich ausgetauscht. Dann ist hier der eine neue Solar-UFO. Gehen wir weiter. Hier ist im hinteren Bereich nochmal ein weiterer Solar-UFO. Da musste ich den Baum ein bisschen beschneiden. Ja, ich hoffe, dass das ausreicht, dass der Solar-UFO genug Sonne bekommt. Ich denke, eher zu den Mittagsstunden wird er den laden. Jetzt steht die Sonne direkt hinterm Baum. Dann habe ich da hinten auch nochmal ein Solar-UFO gesetzt. Diesen Solar-UFO werde ich austauschen müssen. Dann habe ich da auch nochmal ein Solar-UFO gesetzt. Nein, Entschuldigung, was rede ich? Solar-UFO. Spotlight, nicht Solar-UFO. Und hier den Spotlight, den habe ich ausgetauscht. Habe den auch nochmal ein bisschen versetzt, weil der mir da direkt an der Ecke, hat der mir keinen Sinn gemacht. Habe den jetzt da ein bisschen hingesetzt. Ja. Wie gesagt, bin jetzt durch. Werde jetzt noch aufs Land rausfahren. Zeige euch da noch schnell, was passiert ist. Und dann werde ich Feierabend machen. Und dann, glaube ich, hat sich meine Frau auch schon angekündigt. Dann werden wir heute Abend den Abend gemütlich ausklingen lassen. Is all you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. So, jetzt auf dem Land angekommen, wollte ich euch noch hier kurz zeigen, was sich hier so getan hat, was ich so die letzten Tage eben so getrieben habe. Hatte dort eben nicht immer die Kamera dabei und das, was ich euch jetzt zeige, das war eigentlich schon überfällig. Also ich habe das schon, glaube schon über 2 Wochen fertig, bin da aber einfach noch nicht dazu gekommen, euch das zu zeigen. Und zwar habe ich ja die Tröpfchenbewässerung fertig gemacht. Oder die Bewässerung einfach für die Bäume, für die 5 Bäume, die ich neu gepflanzt hatte. Und das sieht jetzt eben wie folgt aus. Jetzt seht ihr hier eben, ich bewässere gerade. Jetzt ein Baum, das ist der zweite Baum. Und die sind wirklich wunderschön, wachsen die. Also das mit der Bewässerung, das funktioniert einwandfrei. Das scheinen die auch zu mögen, tagtäglich bewässert zu werden. Das waren eben die 3. Dann haben wir hier den nächsten, der auch wunderschön wächst. Und hier den letzten, das ist ja dieser
Don war. Die anderen 4, das sind die Don Neonam, die Fire Trees. Und eben, das sind so Dinge, die ich die letzten Tage hier so getrieben habe. Wir haben noch einiges geschnitten an Bäume, also gesägt, so muss ich sagen. Und ja, sind jetzt damit eigentlich fertig. Ihr wisst ja, wir hatten hier ein bisschen Angst, dass im Fall Feuer kommt, dass wir da ein bisschen dagegen wirken können, wenn hier das Unkraut alles geschnitten ist. Da sind wir jetzt soweit durch. Ich habe noch ein kleines Stück auf der anderen Seite, wo ich machen muss, aber das hat nicht so eine Priorität, weil da eigentlich kaum Feuer gemacht wird da drüben. Und wenn ich jetzt hier so rüber schaue, ich denke, da wird doch dieses Jahr nicht viel kommen, aber sei es drum, wir sind da gerüstet, im Fall der Feuer kommt, ist alles entfernt, das Unkraut ist entfernt. Wir haben selbst hier auf dem Land auch noch Feuer gemacht mit dem Geäst und, sage ich mal, mit den Büschen, wo wir selber geschnitten haben, haben wir selber verbrannt. Das ist jetzt alles durch und somit sind wir hier jetzt auf dem Land draußen vom Feuer, sage ich mal, safe. Dann war ich ja die letzte Zeit auch immer fleißig am Cashew ernten. Die Früchte werde ich euch nochmal eine kleine Videosequenz einblenden, denn davon, da ernte ich jetzt gerade auch immer regelmäßig. Das kostet mich auch immer ein bisschen Zeit. Das sind auch so Dinge, die ich jetzt noch nebenbei mache, weil ich dieses Jahr unbedingt probieren wollte, die Cashewnüsse selbst mal zu trocknen, zu rösten und selbst zu essen. Und bin gespannt, wie es schmeckt. Und ja, Unkraut ist eben auch so ein Thema, ihr wisst ja, so lange ist das Video eigentlich noch nicht her. Wenn ihr jetzt seht, wie es jetzt mittlerweile schon wieder aussieht, ihr seht ja, das ist halt der Nachteil, wenn ich selbst in der Trockenzeit natürlich fleißig bewässer, dünge oder ja, dann wächst mir natürlich auch so Unkraut. Das ist jetzt auch wieder, wird auch demnächst wieder anstehen, dass ich da auch wieder die Motorsense schwingen werde. Und ja, seid da gespannt auf die nächsten Videos. Ansonsten, was es noch so Erfreuliches gibt vom Land draußen, meine neuen Hühner, die legen jetzt mittlerweile so pro Tag, sage ich mal, zwischen, ja, ich hatte schon 24 Eier, also ich sag mal so im Schnitt zwischen 20 und 24 Eier pro Tag, meine neuen Hühner. Die alten Hühner, wie gehabt, auch um die 20 Eier. Also habe ich jetzt, sage ich mal, tagtäglich so, es schwankt immer ein bisschen, je nach Wetterlage natürlich auch, sage ich mal, zwischen 40 und 45 Eier pro Tag. Und da bin ich mega zufrieden und ja, so macht das Ganze jetzt definitiv wieder Spaß. Dann zeige ich euch jetzt noch, was wir weiterhin hier gemacht haben. Eben, wir haben ja bezüglich der Angst des Feuers, haben wir hier natürlich eben Unkraut geschnitten gehabt auf beiden Seiten im vorderen Bereich. Das zeige ich euch jetzt mal. Jetzt sieht man hier eben wieder schön die Bäume. Dazwischen drin die Ananaspflanzen. Das sieht man jetzt wieder schön. Das ist die andere Seite. Da waren insgesamt 4 Frauen tätig, also es waren hier 3 Frauen und mit meiner Frau zusammen, die hier von Hand die beiden Felder vom Unkraut befreit haben, weil ihr wisst ja, hier hat es viel kleine Bäume zwischendrin, da mit dem Freischneider oder mit der Motorsense durchzugehen, das wäre verheerend, da durch das hohe Gras, da sieht man dann nicht, wo die kleinen Bäume sind. Daher macht es hier den Sinn, eben von Hand durchzuschneiden. Was jetzt eben, denn hier hatte ich euch ja auch gesagt,
sobald hier mal wieder Unkraut geschnitten wurde, werde ich jetzt, das ist mein nächstes Projekt, werde ich dran gehen und die Bewässerung für die Ananaspflanzen zu verlegen. Da habe ich mir schon angeschaut, was ich brauche an Material. Das meiste habe ich da. Ich werde da eben die alten Rohre hier verwenden. Brauche halt noch ein paar T-Stücke und ich werde das über eine Sprenklerbewässerung dann regeln. Und das wird jetzt dann mein nächstes Projekt sein und zwar ziemlich zügig, weil ja, habt ihr gehört, heute Nacht hat schon geregnet. Also wenn jetzt dann so langsam der Regen dann hier wieder einsetzt, dann wird natürlich das Unkraut da wieder dementsprechend wachsen und dann arbeitet sich das da drin nicht gerade so schön. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses, sage ich mal so, bunt gemischte Video hat euch trotzdem gefallen. Wie gesagt, es gab manche, die gesagt haben, ja, film das doch auch, wenn du da Elektroinstallation oder Solarspots montierst, dreh da doch trotzdem auch ein Video. Das habe ich jetzt eben gemacht. Habe euch noch kurz so ein Update vom Land draußen gegeben, was dort so die letzten paar Tage passiert ist. Ich hoffe, das ist okay für euch. Es wird sicherlich bald wieder ein Video geben, wo ein einzelnes Thema on top steht. Aber ja, jetzt dieses Video ist halt mal so ein bisschen bunt gemischt gewesen. Ich hoffe, ist trotzdem okay für euch, hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer freuen, wenn ihr fleißig abonniert, liked, kommentiert. Ihr dürft auch gern teilen. Da würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr das tut. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund da draußen. Und ich werde jetzt, ihr seht es ja, hinter mir geht die Sonne so langsam unter. Ich beende jetzt den Tag, werde meine Hunde noch füttern und dann werde ich mir sicherlich ein Bier genehmigen und noch was essen. Also bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf. Euer René aus Thailand. Thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold